Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella die Fee. Heute mit einem Arsenal an Glaskugeln für den Baum, für den Christbaum. Ja, sie werden ganz einfach hergestellt und wir starten hier mit einem Cadmiumgelb Zitron, Purpur-Magenta und Kobalt-Türkis. Dieses Mal nicht verblendet, nicht gemischt, sondern angemischt auf unserer Palette nebeneinander, und dann nehmen wir unterschiedliche Gläser, also unterschiedliche Größen von Glas, tippen sie in die Farbe und dann aufs Blatt und können mit einem Casaneo Nummer 12 hier oder jedem anderen breiteren Pinsel und klarem Wasser die Farben so ein bisschen hineinziehen in die Kugel und dadurch einfach zauberhafte, entweder Seifenblasen, Glaskugeln, gerade was ihr so möchtet, also gerade auch für die Bubble-Technik ist das einfach ideal. Da entstehen wirklich wunderschöne, sehr einfach hergestellte, runde Gebilde. Und jetzt für ganz, ganz schnelle Weihnachtskarten noch kurz vor 12, also ganz, ganz knapp noch, kann man da wirklich noch sehr schöne, sehr, sehr schnelle, ganz, ganz leichte Weihnachtskarten zaubern mit dieser Technik. Hier habe ich jetzt ein Reagenzglas, dass ich noch kleine Kugeln dazugeben kann. Und wie ihr seht, gerade bei den kleinen Kugeln, ja, da kann man zum Beispiel auch einfach die Farbe anschließend dann so ein bisschen hineintupfen. Ja, das macht ihr jetzt einfach in verschiedenen Variationen hier. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt noch einmal frisch angemischt, weil sonst hat man irgendwann einen Brei an Farbe. Das ist dann nicht mehr ganz so schön, und ich habe trotzdem gern teilweise klare Farben in meinem Gebilde, in meinen Glaskugeln. Also nicht nur ein Braungemisch, weil Gelb, Blau und Rot, egal in welcher Farbgebung, wird dann irgendwann ein grau-braun und ist gar nicht so ganz schön. Und wenn man da dann ein klares Gelb daneben hat, ist es sicher auf jeden Fall ideal. Oder hier ein Purpur-Magenta. Ihr seht, jetzt habe ich auch einen feineren Pinsel für diese kleineren Kugeln. Das ist ein Maestro Nummer 3. Aber wie gesagt, die Materialien, die findet ihr alle unten in der Box. Natürlich freue ich mich. Ich habe dieses Jahr ganz viele Weihnachtskarten, Ideen euch vorgestellt, und ich freue mich natürlich riesig über jeden, der mich abonniert oder mir einen Daumen nach oben gibt, und auch über Kommentare freue ich mich ganz, ganz, ganz speziell. Das ist immer eine große Freude. Ja, also ihr seht, ich verteile meine Glaskugeln über mein Blatt in verschiedenen Farbklängen, also immer aus diesen 3 Farben. Das sind so die typischen Glas-Bubble-Farben auch. Und ja, deswegen habe ich diese gewählt. Natürlich, wenn man Seifenblasen vor einem dunklen Wald sieht, dann ist es oft auch so, dass die Farben sich dann ein bisschen nuancieren. Jetzt habe ich hier klaren Bastelleim auf die Glaskugel geschmiert mit einem sehr alten Pinsel, einem sehr billigen Pinsel. Den könnt ihr nachher nicht mehr für die Aquarellmalerei verwenden, also Vorsicht. Ihr könnt ihn nachher auswaschen mit Seife und er funktioniert wieder einigermaßen. Ich sprühe, also beziehungsweise ich streue über diesen Leim jetzt so ein Streuglitzer, den ich in einem Bastelgeschäft gekauft habe. Und der glitzert da jetzt einfach auf jeder Kugel wunderhübsch und macht das Ganze so ein bisschen verzaubert weihnachtlicher. Also wären es jetzt nur Bubbles, hätte ich dieses Streuen gelassen. Da ich aber hier draus Weihnachtskugeln zaubern möchte, ist dieses Glitzer wunderschön. Also das lohnt sich, da noch ein bisschen Glitzer hineinzustreuen. Es gibt auch Glitzer mit unterschiedlicher Größe, das ist natürlich auch ganz, ganz toll. Oder ich habe jetzt hier ein goldenes Glitzer extra für Weihnachten. Ihr könnt da natürlich auch jede andere Glitzerart verwenden. Ihr seht, es glitzert wirklich wunderhübsch. Ihr habt es trocknen lassen müssen. Ihr könnt auch mit einem raueren Pinsel noch den Rest so ein bisschen herunterschaben, sobald es trocken ist, dass ihr da nicht überall dann den Glitzer verteilt habt in eurer Wohnung, sondern dass wirklich nur das haften bleibt, was wirklich eben dazugehört. Genau, und kurz die Einblendung: In meinem Shop findet ihr ganz viele wunderhübsche Dinge, Karten, Kalender und eben den Ella-Stip. Jetzt nehmen wir einen Mikronstift, und mit diesem Mikronstift, das ist
etwas wirklich sehr Tolles. Also dieser kommt bei mir sehr oft in Einsatz, der ist wasserfest und deswegen auch, finde ich, für die Aquarellmalerei zum Überarbeiten oder Vorarbeiten ideal geeignet. Und in dem Fall verwende ich ihn einfach, um diese kleinen Krönchen noch auf die Kugeln zu setzen, um die Kugeln überhaupt aufzuhängen und. Also da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten, auch in anderen Bildkombinationen. Dieser Mikronstift, das ist jetzt in dem Fall die Nummer 3, eignet sich wirklich ganz, ganz toll. Ich verwende ihn auch oft, wenn ich irgendwo in den Ferien bin und nur einen Block dabei habe oder nur ein Blatt und eben diesen Mikronstift, dann kann ich eine Stadtszene, eine Dorfszene, eine Landschaftsszene kurz vorskizzieren und zu Hause dann kolorieren in den Farben, die ich in meiner Erinnerung habe oder halt auf einem Foto dann festgehalten habe. Aber jedenfalls kann man mit dem einfach ganz, ganz toll etwas skizzieren und drüber malen, ohne dass er zerläuft, zerrinnt und das ganze Bild anschwärzt. Ja, wenn ihr da diese Details dann eingezeichnet habt, dann könnt ihr, wenn ihr möchtet, das wollte ich, wie ihr seht, die Krönchen noch kolorieren, dass sie mehr dazugehören. Ja, nun sind wir fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist relativ flott gegangen. Ihr habt gemerkt, wir haben recht schnell gezaubert, diese Weihnachtskarte. Also sie geht schnell, sie ist einfach wirklich, jeder kann diese Karte kreieren. Da braucht man kein großes zeichnerisches Können. Und ja, sie sieht wunderhübsch, zauberhaft aus und wird sicher mit Freude empfangen, wenn man sie als Geschenk bekommt zu Weihnachten. Alles Gute euch und noch schöne Stunden und letzte vorweihnachtliche Tage. Bis bald. Tschüss.